Auf der Karte sieht man nun den Reiseverlauf in Indien und Nepal. Von Islamabad fahren wir nach Lahore und überqueren die Grenze. Von Merging bis nach Indien waren es fast 12.000 Kilometer. Wir durchqueren den Bundesstaat Rajasthan, besuchen Jaipur und fahren an der Westküste entlang bis nach Goa, den südlichsten Punkt der Reise. Hier erholen wir uns 2 Monate lang, bevor wir zurück in den Norden fahren. Unser Ziel ist Nepal. Dort wollen wir eine Trekkingtour machen. Doch zuerst besuchen wir noch die heilige Stadt Varanasi am Ganges und schauen den Pilgern bei heiligen Ritualen zu. Dann fahren wir weiter nach Nepal. Wir bleiben erst in Kathmandu, bevor wir nach Pokhara fahren und von dort aus eine Trekkingtour im Annapurna-Gebiet machen. Im Westen verlassen wir Nepal, reisen erneut nach Indien ein und besuchen das Taj Mahal, bevor es auf fast gleichen Weg zurück nach Deutschland geht. Der Goldene Tempel in Amritsar ist das wichtigste Heiligtum der Sikhs. Der Tempel ist Ende des 16. Jahrhunderts vom 5. Guru der Sikhs gebaut worden. Anfang des 19. Jahrhunderts hat man ihn dann mit vergoldeten Kupferplatten verziert. Im Inneren des Tempels sitzen Sänger, die ununterbrochen aus dem Heiligen Buch, dem Adi Granth, vorlesen. Dazu wird Musik gespielt und beides zusammen schafft eine unglaublich friedliche Atmosphäre. Dabei ist es hier aber nicht immer so friedlich gewesen. Der Tempel ist Mitte der 80er Jahre in die Schlagzeilen gekommen, als sich dort radikale Sikhs verschanzt haben. Sie wollten sich von der indischen Regierung trennen und haben einen eigenen Staat gefordert. Nach 3 Tagen Belagerung haben indische Soldaten den Tempel gestürmt und fast völlig zerstört. Es gab Hunderte von Toten, einschließlich des damaligen Sikh-Anführers. Von der Zerstörung ist inzwischen nichts mehr zu sehen. Die Sikhs gelten als sehr geschäftstüchtig und erfolgreich. Viele leben im Ausland und haben die Renovierungs- und Aufbauarbeiten finanziert. Der Tempel ist von einer Palastanlage umgeben, die auf allen 4 Seiten jeweils ein Tor hat. Dort gibt man beim Beten seine Schuhe ab und geht barfuß durch eine Wasserrinne. Sobald man durch das Eingangstor gegangen ist, merkt man vom Straßenlärm und der Hektik außerhalb der Anlage nichts mehr. Im Inneren ist alles darauf ausgelegt, dass die Pilger ungestört beten und meditieren können. Der Goldene Tempel ist 24 Stunden geöffnet und wird täglich von tausenden Pilgern besucht. Auch Besucher sind immer willkommen, denn die Sikh-Religion ist offen und tolerant gegenüber allen Menschen. Innerhalb der Palastanlage befindet sich ein See, den die Gläubigen im Uhrzeigersinn umrunden. Manche baden auch im See, denn er soll angeblich heilende Kräfte besitzen. Der Sikh-Religion gehören weltweit etwa 23 Millionen Menschen an. Die meisten von ihnen leben in Indien. Praktizierende Sikhs erkennt man an ihrem Turban sowie ungeschnittenen Bart und Kopfhaaren. Außerdem gehören ein Dolch sowie ein eiserner Armreif zu den traditionellen Symbolen. Eine wichtige Einrichtung auf dem Gelände des Goldenen Tempels ist die Großküche. Das Schild Free Kitchen hängt über dem Eingang eines riesigen Speisesaals. Hier werden mehrmals täglich Tausende von Personen kostenlos mit Essen versorgt. Dabei ist es egal, ob man arm oder reich ist, jeder ist willkommen. Eine ganze Armee an freiwilligen Helfern sorgt für den reibungslosen Ablauf. Am Eingang bekommt jeder Besucher einen Napf samt Teller. Damit sucht man sich einen freien Platz auf dem Boden und wartet, bis jemand mit einem großen Blecheimer kommt und das Essen verteilt.
In der Regel gibt es Linsenbrei oder Gemüsecurry. Dazu werden Fladenbrot und Gewürztee ausgegeben. Bei unserem Besuch erklärt man uns, dass das kostenlose Essen nicht nur zur Versorgung der Armen gedacht ist. Durch das gemeinsame Essen sollen vielmehr Menschen aller Religionen, Hautfarben und Nationalitäten zusammengebracht werden. Für die Sikhs sind nämlich Gastfreundschaft, Nächstenliebe und Toleranz gegenüber allen Menschen ein wichtiger Bestandteil der Religion. Die Stadt Amritsar liegt im Bundesstaat Punjab und ist nur 30 Kilometer von der Grenze zu Pakistan entfernt. Es ist die erste indische Stadt, die wir besichtigen. Was uns sofort auffällt, sind die unzähligen Fahrradfahrer. Auch wir mieten uns für die Stadtbesichtigung eine Fahrradrikscha. Jeden Tag holt uns der gleiche Fahrer ab und fährt uns in die Innenstadt. Als ich dabei einmal während der Fahrt filme, merken wir, dass immer mehr Menschen hinter uns herfahren. Kaum jemand überholt uns. Zuerst wundern wir uns, doch dann wird uns klar, dass hier ganz einfach jeder aufs Bild kommen will. Wir sind zum ersten Mal in unserem Leben mit einer Fahrradrikscha unterwegs. Am Anfang ist es schon gewöhnungsbedürftig, doch in den engen Altstadtgassen kommen wir damit gut vorwärts. Für unseren Unimog wäre hier ganz sicher kein Platz. Die Verständigung in Indien war normalerweise kein Problem. Die meisten sprechen etwas Englisch, ansonsten hilft man sich eben mit Händen und Füßen. Bei unseren Rundfahrten sehen wir ständig neue Dinge. Zum Beispiel diesen Stand, an dem es Zuckerrohrsaft gibt. Der Saft wird immer frisch gepresst und ist ein sehr beliebtes Getränk bei Einheimischen. Zusammen mit einem Stück Limone werden die Zuckerrohre durch eine spezielle Presse geschoben. Und heraus kommt der pure, grün gefärbte Saft. Zuckerrohr gehört zur Familie der Süßgräser und hat seinen Ursprung im ostasiatischen Raum. Heute wird es weltweit angebaut und Indien ist dabei, hinter Brasilien, die Nummer 2 unter den Anbauländern. Zuckerrohr ist eine sehr vielfältige Nutzpflanze. Neben Saft werden daraus natürlich Zucker, aber auch Schnaps oder Bioethanol hergestellt, der als Kraftstoff verwendet wird. Selbstverständlich probieren wir den Saft, der erfrischend und gut schmeckt. Aus hygienischen Gründen verzichten wir aber auf die Beigabe der sonst üblichen Eiswürfel. Wie bereits in Pakistan, so sorgt auch in Indien unser Unimog immer wieder für großes Aufsehen. Inder sind sehr gesellig und kontaktfreudig und sobald es etwas Ungewöhnliches zu sehen gibt, bleiben die Leute stehen. Man muss dabei nicht gleich befürchten, dass etwas gestohlen wird. Die Menschen wollen nur wissen, wo man herkommt, was man hier macht, wie einem das Land gefällt oder ob man Hilfe braucht. Das Leben in Indien spielt sich hauptsächlich auf den Straßen ab. Alles ist laut, bunt und ständig in Bewegung. Überall finden sich Fotomotive und man könnte den ganzen Tag damit verbringen, das indische Leben zu filmen. Doch am meisten staunen wir darüber, dass vor allem die Männer ganz versessen darauf sind, dass wir sie filmen. Dieser Mann zum Beispiel ist völlig fasziniert von unserer Filmkamera. Beim Bezahlen schaut er gar nicht mehr darauf, wie viel Geld er seinem Gegenüber eigentlich geben muss. Doch auf die Dauer ist es für uns ziemlich anstrengend, ständig im Mittelpunkt zu stehen und von den Leuten beobachtet zu werden. Wir sind jetzt unterwegs im Bundesstaat Rajasthan. Er liegt im Nordwesten Indiens und ist fast so groß wie Deutschland. Rajasthan bedeutet Land der Könige. Dieser Bundesstaat entspricht am ehesten unseren Klischeevorstellungen von einem exotischen Indien. Es gibt hier die märchenhaften Paläste der Maharajas und überall sehen wir bunt gekleidete Frauen. Gleichzeitig ist Rajasthan fast zur Hälfte von der Wüste Thar bedeckt, was die Nutzung des Landes für Landwirtschaft aufwendig und schwierig macht. Die Hauptstadt Rajasthans ist Jaipur,
Der Maharaja Jai Singh hat die Stadt Anfang des 18. Jahrhunderts erbauen lassen. Mitten in der Stadt sind die Kühe unterwegs, die in Indien bekanntlich als heilig gelten. Für sie gibt es auf den Straßen genügend zu fressen, denn sie ernähren sich von dem herumliegenden Müll. Typisch für Indiens Städte sind ständiger Lärm und ein chaotischer Verkehr. Deshalb parken wir unseren Unimog bei einem Hotel und wir sind wieder mit der Fahrradrikscha unterwegs. Jaipur wird auch als rosa Stadt bezeichnet, weil in der Altstadt alle Häuser den gleichen rotbraunen Anstrich haben. Das berühmteste Gebäude in Jaipur ist der Hawa Mahal, der Palast der Winde. Von gegenüber, von der Terrasse eines Geschäftes, haben wir eine gute Sicht auf die Fassade. Die 950 Nischen und Fenster in dem 5-stöckigen Gebäude waren einzig und allein dafür da, dass die Hofdamen die Umzüge und das Treiben auf der Straße beobachten konnten, ohne dass man sie selbst gesehen hat. Der Name Palast der Winde kommt von der auffälligen Fassade, denn die vergitterten, kunstvoll verzierten Fenster ermöglichen eine ständige Luftzirkulation. Aus diesen kleinen Fenstern konnten die Frauen damals schauen, was eine der wenigen Abwechslungen in ihrem Leben war. Was wäre eine Indienreise ohne das Taj Mahal? Es ist wohl das am meisten fotografierte Gebäude Indiens und ein Muss für jeden Indienbesucher. Shah Jahan hat das Mausoleum zur Erinnerung an seine Lieblingsfrau Mumtaz Mahal bauen lassen. Sie ist bei der Geburt des 14. Kindes im Alter von 38 Jahren gestorben. 1631 hat man mit dem Bau angefangen und 17 Jahre später war das Taj Mahal fertig. 20.000 Arbeiter und Künstler aus der ganzen Welt haben daran gearbeitet. Der Legende nach wollte der Schah für sich das gleiche Denkmal in Schwarz bauen lassen. Doch dazu ist es nie gekommen. Der Schah ist nach seinem Tod ebenfalls im Taj Mahal beerdigt worden. Es ist inzwischen Mitte Dezember und wir machen uns auf den langen Weg nach Goa. Dort wollen wir an einem der vielen Strände Weihnachten und Silvester feiern. Goa ist der kleinste indische Bundesstaat und liegt an der mittleren Westküste Indiens. Während das restliche Land bis 1947 der britischen Kolonialherrschaft unterstand, war diese Region 450 Jahre lang von den Portugiesen besetzt. Erst 1961 ist Goa unter indische Regierung gekommen. Goa ist nicht nur ein beliebtes Touristenziel. In Vagador sehen wir eine indische Filmcrew, die sich den Strand als Kulisse für einen Film ausgesucht hat. Das interessiert uns natürlich schon von Berufswegen und deshalb schauen wir ihnen bei der Arbeit zu. In Indien gibt es mit Bollywood zwar die größte Filmfabrik der Welt, doch bei diesem Team haben wir den Eindruck, dass bei den Dreharbeiten kein großes Budget zur Verfügung steht. Sonst müssen sich die Schauspieler wohl kaum zwischen den herumlaufenden Kühen schminken. Der Tourismus in Goa hat Ende der 60er Jahre mit der Ankunft von Hippies begonnen. Es sprach sich bei jungen Leuten mit wenig Geld schnell herum, dass man an den Stränden billig leben konnte. Ein Überbleibsel aus dieser Anfangszeiten ist der berühmte Flohmarkt in Anjuna, wo man sich jeden Mittwoch trifft. Früher verkauften Reisende dort ihre Habseligkeiten, um länger in Goa bleiben zu können. Heute ist der Flohmarkt nicht nur ein riesiger Bazar. Er ist ein schrilles, buntes und manchmal sehr lautes Durcheinander. Neben westlichen Verkäufern gibt es indische Händler aus dem ganzen Land. Außerdem strömen unzählige Gaukler herbei, die mit den merkwürdigsten Darstellungen versuchen, ein paar Rupien zu verdienen.
Die Kombination aus Sonne, Sand und Meer zieht jedes Jahr Hunderttausende von Touristen an die Küste von Goa. Auch wir wollen uns von den Besichtigungstouren und der langen Fahrt hierher erholen. Wir schauen uns verschiedene Plätze in Goa an, doch am besten gefällt es uns in Agonda. Hier können wir nämlich direkt am Strand parken. Wir stehen unter Palmen, das Meer ist nur wenige Meter entfernt und am Ende der Bucht gibt es ein kleines Fischerdorf. Hier ist es auch möglich, dass wir draußen sitzen, ohne ständig im Mittelpunkt zu stehen, wie wir es unterwegs immer wieder erlebt haben. In Goa ist man schon so lange an Touristen gewöhnt, dass sie nichts Neues mehr sind. Hier gehören sie inzwischen zum ganz normalen Alltag. Wir hatten eigentlich geplant, so etwa 2 bis 3 Wochen am Strand zu bleiben. Doch dann gefällt es uns in Goa so gut, dass wir dort insgesamt 2 Monate verbringen. Hier treffen wir auch noch andere Fahrzeugreisende, die ebenfalls auf dem Landweg nach Indien gefahren sind. Schöne Stellplätze sprechen sich eben unter Reisenden herum. Dabei handelt es sich hier keineswegs um einen offiziellen Campingplatz. Man muss auf jeden Fall bereit sein, auf Bequemlichkeiten zu verzichten. Die einzige Möglichkeit, um an Wasser zu kommen, ist zum Beispiel ein Brunnen in der Nähe. Hier legen wir einmal in der Woche einen Waschtag ein. Auch unser Trinkwasser holen wir aus diesem Brunnen. Wir haben im Fahrzeug eine Filteranlage eingebaut und mit Hilfe von Kohle- und Keramikfiltern werden alle Verunreinigungen und Schadstoffe zurückgehalten. Deshalb können wir jede Art von Wasser nach den Filtern bedenkenlos trinken. Im Laufe der Zeit lernen wir natürlich die Einheimischen kennen, die hier jeden Tag vorbeikommen, unter anderem den Besitzer der Kokospalmen. Er erzählt uns, dass die Palmen in seinem Privatbesitz sind und innerhalb seiner Familie immer weiter vererbt werden. In Goa soll es über 2 Millionen Kokospalmen geben. Sie sind ein wichtiger Wirtschaftszweig, weil man von der Kokosnuss bis zum Holz alles verwenden kann. Kokospalmen sind ein typisches Gewächs der Tropen. Die Bäume stellen hohe Ansprüche an Wärme und brauchen viel Wasser. Die Kokospalme trägt auch den Beinamen Baum des Himmels. Je nach Sorte und Standort werden Kokospalmen bis zu 30 Meter hoch. Sie tragen das ganze Jahr über Früchte. Zwischen 50 und 100 Nüsse kann man von einer Palme im Jahr ernten. Das Kokoswasser einer frischen Nuss ist ein gesundes und nährstoffreiches Getränk, das wir fast täglich von dem netten Besitzer serviert bekommen. Wir haben auf dieser Reise ja ein Motorrad dabei und für Goa ist es das ideale Fortbewegungsmittel. Wir fahren damit auf den Markt zum Einkaufen oder machen Ausflüge in die nähere Umgebung. Dabei sind wir oft auf ganz kleinen Nebenstraßen unterwegs, für die unser Unimog ganz sicher nicht geeignet ist. Außerdem ist es bei den heißen Temperaturen viel angenehmer, mit einem Motorrad herumzufahren, als in einem Fahrzeug zu sitzen. Goa ist zwar der kleinste indische Bundesstaat, aber der Lebensstandard ist relativ hoch. Deshalb gibt es hier viele Zuwanderer aus den benachbarten Bundesstaaten. Außerdem hat man in Goa das Ziel der Regierung, eine Alphabetisierungsrate von mehr als 85% bereits erreicht. Die Amtssprache in Goa ist Konkani. Aufgrund des Fremdenverkehrs wird von den meisten Bewohnern aber auch Englisch gesprochen oder verstanden. Portugiesisch dagegen hat sich trotz der jahrhundertelangen Besetzung nicht erhalten. Landwirtschaft ist in Goa ein wichtiger Wirtschaftszweig. Eine der Haupteinnahmequellen dabei ist der Reisanbau. Doch das Bearbeiten der kleinen Felder ist eine mühsame und kräftezehrende Arbeit. Die Männer laufen von morgens bis abends hinter dem Pflug her, der von Wasserbüffeln oder Zeborindern gezogen wird. Wenn die Felder gepflügt sind, fängt das Setzen der Reispflanzen an. Auch das ist eine anstrengende Arbeit.
Die Pflanzer stehen den ganzen Tag gebückt im knöcheltiefen Wasser und drücken die Pflanzen in den Boden. Für sie gibt es keinen freien Tag, bevor nicht alle Felder fertig sind. Goa liegt am Arabischen Meer. Es gibt hier ungefähr 100 Kilometer Küstenlinie. Die Fischerei ist hier bereits seit Hunderten von Jahren Tradition. Auch heute verdienen viele Männer damit immer noch ihren Lebensunterhalt. In Agonda gibt es zwar noch einige Fischer, die dazu ganz traditionell mit den kleinen Holzbooten hinausfahren. Doch die fischverarbeitende Industrie hat den hiesigen Fischreichtum längst entdeckt. Sie macht den Männern große Konkurrenz. Am Horizont sehen wir oft ganze Fischfangflotten die Küstenlinie auf- und abfahren. Sie fischen mit großen Netzen viele der Küstengebiete leer. Das hat in den letzten Jahren zu Rückgängen bei den Fischfangerträgen geführt. Für die einheimischen Fischer, die mit ihren Booten hauptsächlich in Ufernähe unterwegs sind, bleibt da oft nicht mehr viel übrig. Meist reicht es gerade noch, um die Familie zu versorgen und einen kleinen Teil des Fanges auf dem Markt zu verkaufen. Die Sonnenuntergänge über dem Arabischen Meer sind ein Traum. Jeden Tag schauen wir uns das Schauspiel am Strand an und machen dabei einen langen Spaziergang mit unserem Hund. Dass diese Spaziergänge mit ihm zu den letzten gehören, wissen wir damals noch nicht. Ein paar Tage später bekommt er nachts eine Magendrehung und hätte innerhalb einer Stunde einen Tierarzt gebraucht. Doch wir sind weit weg von einer Stadt und wissen, dass er ohne ärztliche Hilfe daran sterben wird. Deshalb erlösen wir ihn von seinen Schmerzen und schläfern ihn ein. Am nächsten Morgen kommt uns das Ganze wie ein schlechter Traum vor. Nach 8 Jahren gemeinsamen Reisens war es natürlich ein Schock für uns. Und als ich mit zittriger Hand sein Grab filme, wissen wir, dass es danach nie mehr so sein wird wie früher. Doch die Reise geht weiter. Von Goa aus fahren wir zurück ins Landesinnere und anschließend in Richtung Norden. Bei der Fahrt fallen uns immer wieder diese vollgestopften Anhänger aus zusammengeflickten Leinwänden auf. Sie sind zu dieser Zeit auf fast allen Straßen unterwegs. Die Anhänger sind bis oben hin voll mit Getreide und werden von Traktoren gezogen, die bereits mehr als 40 oder 50 Jahre alt sind. Auch LKWs werden zum Getreidetransport eingesetzt. Sie sind ebenfalls so überladen, dass es uns überhaupt nicht wundert, wenn wir sie wieder mal kaputt am Straßenrand liegen sehen. Dass bei so viel Ladung die Achse bricht oder die Reifen platt sind, ist verständlich. Doch die Ruhe und Gelassenheit, mit der so ein Problem von den Indern angegangen wird, ist immer wieder faszinierend für uns. Ein LKW bleibt schon mal einen halben Tag liegen, bevor man sich an die Lösung des Problems macht. Erst einmal wird bei einer Runde Tee über das weitere Vorgehen beraten. Und nachdem wir sehen, wie lange allein das Teetrinken dauert, da können wir uns gut vorstellen, dass die Männer hier noch ein paar Tage verbringen werden. Wir können deshalb leider Abladen, Reparatur und erneutes Aufladen nicht abwarten, sondern fahren schon vorher weiter. Unfälle auf Indiens Straßen gehören leider zum ganz normalen Alltag. Nach einer Statistik des Internationalen Straßenverbandes ist in keinem anderen Land der Welt Autofahren so gefährlich wie in Indien. Die meisten Unfälle passieren weniger aufgrund der hohen Geschwindigkeit. Eher fällt ein LKW wegen gefährlicher Manöver oder hoher Überladung um. Außerdem hält sich kein Fahrer an die Verkehrsregeln. Hier sind die Fahrer wohl einfach aufeinander zugefahren und jeder dachte, er sei der Größere und damit im Recht. Weitaus ruhiger und nervenschonender ist es für uns, wenn wir auf Nebenstraßen unterwegs sind. Auf dem Land ist gerade die Getreideernte voll im Gang. Allerdings nicht mit hochmodernen Mähdreschern,
Gedroschen wird hier noch auf eine sehr ursprüngliche Art und Weise, die man bei uns kaum mehr kennt. Auf den Nebenstraßen legen die Leute das geschnittene Getreide so aus, dass alle Fahrzeuge darüber fahren müssen. Dadurch werden die Getreidekörner aus den Hülsen gedrückt. Das erspart den Leuten viel Arbeit, denn das Ganze müssten sie sonst mit Stöcken oder Flegeln machen. Mitten in der Straßenkreuzung ist eine alte Dreschmaschine aufgebaut. Dahin bringen die Frauen das Gemisch aus dem überfahrenen Getreide. In der Maschine wird dann erst einmal das Stroh herausgesiebt. Spreu und Körner dagegen trennen die Männer per Hand. Zur Getreideernte ist nicht nur eine Familie beschäftigt, sondern meistens arbeitet das ganze Dorf zusammen, um das Getreide rechtzeitig einzubringen. Wir kennen diese Art der Erntearbeit nur von den Bildern oder aus alten Filmen und fühlen uns deshalb bei diesen Szenen wie auf einer Reise in die Vergangenheit. Um das Leben und die Menschen in Indien verstehen zu können, muss man sich etwas mit der dortigen Religion auseinandersetzen. Das ganze Handeln und Denken wird vom Glauben bestimmt. Vor allem bei den Hindus, die mehr als 80% der Bevölkerung stellen. In einem kleinen Dorf geraten wir mitten in eine religiöse Zeremonie, zu der man uns einlädt. Leider klappt die Verständigung nicht so gut, deshalb verstehen wir nicht alle Einzelheiten. Im Großen und Ganzen geht es darum, dass einmal im Jahr Götterfiguren gereinigt und neu geweiht werden. Mit diesen Ritualen will man die Götter gnädig stimmen, damit sie den Menschen auch weiterhin ihre Wünsche erfüllen. Wie viele Gottheiten es im Hinduismus gibt, ist selbst den Eingeweihten unbekannt. Auch Götter können nämlich in Reinkarnationen wiedergeboren werden und bekommen danach neue Namen. Die Straßen in Indien sind nicht nur für den Verkehr da. Sie sind vielmehr die Lebensadern des Landes und werden von den Einheimischen auf ihre eigene Art und Weise genutzt. Dieser Sadhu zum Beispiel durchquert darauf Indien von Süd nach Nord auf Tausenden von Kilometern. Sadhus sind Wandermönche. Durch ständige Buße und einem asketischen Lebensstil wollen sie Erleuchtung erlangen. Weltliche Dinge wie Besitz, Reichtum oder menschliche Bindungen werden abgelehnt. Der Sadhu hat sich für eine sehr mühsame Fortbewegung entschieden. 2 Schritte gehen, ausgestreckt hinlegen, Kokosnuss liegen lassen, aufstehen. 2 Schritte bis zur Kokosnuss gehen, wieder hinlegen und so weiter und so fort. Irgendwann wird er dabei sicher auch nach Varanasi kommen, der heiligen Stadt am Ganges. Auch für uns ist Varanasi das nächste Ziel. Für die Hindus ist Varanasi die heiligste aller Städte. Sie soll zugleich eine der ältesten Städte des Landes sein. Ihr Ursprung oder ihre Gründung kann jedoch nicht mehr genau festgestellt werden. Heute leben in Varanasi etwa 1,2 Millionen Menschen. Auf den ersten Blick wirkt das Leben in Varanasi noch chaotischer als in den anderen Städten. In den Altstadtgassen wimmelt es nur so von Menschen, Müll und heiligen Kühen. Während von den Einheimischen das Chaos wahrscheinlich gar nicht mehr wahrgenommen wird, brauchen wir einige Tage, um uns an den Lärm, die Bettler, das Durcheinander und die Menschenmassen zu gewöhnen. In Varanasi gibt es zwar an die 200 Tempel, von denen man auch als Nicht-Hindu ein paar besichtigen darf. Doch die größte Attraktion in der Stadt sind die Badetreppen am Fluss Ganges. Seit mehr als 2500 Jahren kommen die Menschen hierher, weil sie einmal im Ganges baden wollen. Wir verbringen viele Stunden damit, den Gläubigen am Fluss bei heiligen Ritualen, religiösen Handlungen oder beim Beten und Baden zuzusehen. Ein Bad im heiligen Fluss soll nicht bloß von Sünden reinwaschen. Es hilft auch, wenn man persönliche Wünsche und Bitten hat.
Vor allem Schwerkranke und alte Menschen kommen nach Varanasi, um dort zu sterben. Varanasi gilt den Hindus als die Stadt der Erlösung. Sie glauben, dass sie der Wiedergeburt entgehen, wenn sie hier sterben und verbrannt werden. Auch für Sadhus ist Varanasi ein wichtiger Pilgerort. Viele der Wandermönche verehren die Gottheit Shiva. Deshalb besuchen sie auf ihren Pilgerfahrten die Orte, an denen sich Shiva ebenfalls aufgehalten haben soll. Sadhus bemalen sich mit verschiedenen Zeichen, je nachdem, welche Gottheit sie verehren. Ein Sadhu kann theoretisch jeder werden, egal was er in seinem früheren Leben gemacht hat. In der Hauptsache sind es Männer, die aufgrund eines Traums oder einer Vision das bürgerliche Leben aufgeben, um als Einzelgänger durch das Land zu ziehen. Anfangs schließen sich die Sadhus einem Guru an, bei dem sie das nötige Karma-Yoga lernen. Zum Zeichen der lebenslangen Treue werden in diesem Stadium die Haare abrasiert. Anschließend gehen die Männer auf Pilgerfahrt. Der Glaube besagt, dass nur ständige Bewegung Körper und Geist wach hält. Bei diesem Abschnitt wachsen die Haare wieder und werden danach nie mehr geschnitten. Der Begriff Sadhu kommt aus dem Sanskrit und bedeutet so viel wie zum Ziel gelangen. Für die Inder ist der Fluss Ganges ein weiblicher Fluss. Sie nennen ihn Mutter Ganga und sie ist angeblich eine Tochter des Himmels. Der Fluss gilt den Hindus als heilig, weil er im Himalaya entspringt, dem Dach der Welt, dort wo die Götter sitzen. Entlang einer Strecke von 5 Kilometern ziehen sich die sogenannten Ghats hin, die Badetreppen. Hier soll sich der Gott Shiva der Legende nach von der Mordschuld an 2 Priestern gereinigt haben. Deshalb steigen die Gläubigen hier ins Wasser, um sich ebenfalls von ihren Sünden zu befreien. Dass der Fluss dabei alles andere als sauber ist, stört hier niemanden. Müll, Abfall, Leichenteile, die Asche der Verbrannten, Seifenlauge und das Abwasser der Stadt belasten den Fluss. Einen sehr guten Überblick über das lebhafte Treiben auf den Badetreppen haben wir bei einem Bootsausflug. Wir sind dazu nicht mit dem üblichen Touristenboot unterwegs, sondern teilen uns ein Boot mit einer Gruppe Einheimischer. Der Bootsführer erzählt uns was zu den Tempeln am Ufer, nennt uns die Namen der verschiedenen Badetreppen und klärt uns über die Reinigungsrituale auf. Trotzdem bleibt uns vieles fremd. Wir haben mittlerweile vieles im Land gesehen, aber spätestens hier ist Indien für uns unbegreiflich. Wir werden das indische Leben wohl nie verstehen. An jedem Ende der Badetreppen sehen wir die Feuerbestattungen. Es gibt zwar mittlerweile auch Krematorien, doch viele Gläubige wollen lieber direkt am Flussufer auf einem Scheiterhaufen verbrannt werden. Die Verbrennung der Toten ist eine wichtige Zeremonie im Hinduismus. Durch das Feuer befreit sich die Seele von der sterblichen Hülle und tritt in den Kreislauf der Wiedergeburt ein. In Nepal, im Tempelbezirk Pashupatinath, sehen wir einer Verbrennung zu. Der älteste Sohn umrundet 5-mal den Scheiterhaufen und zündet danach das Feuer im Mund des Toten an. Die eigentliche Verbrennung wird anschließend von Männern übernommen, die außerhalb des Kastensystems stehen. Sie gelten als Unberührbare und dürfen nur Arbeiten verrichten, die wenig angesehen sind. Die Männer bedecken die Leiche immer wieder mit Stroh, damit sich eine große Hitze entwickelt. Bis jemand völlig verbrannt ist, dauert es 3 bis 4 Stunden.
Der Tempelbezirk von Pashupatinath in der Nähe von Kathmandu ist ein wichtiges hinduistisches Heiligtum in Nepal. Auf mehreren Plattformen finden ununterbrochen Leichenverbrennungen statt. Im nördlichen Teil werden die reichen Leute und die Königsfamilie verbrannt. Der südliche Bereich ist den einfachen Leuten vorbehalten. Die Asche der Toten wird hinterher dem Fluss Bagmati übergeben. Der Fluss mündet später in den Ganges und deshalb gilt auch er als heilig. Im Hinduismus kann man sich unter Tausenden von Göttern den passenden Beistand aussuchen. Die Göttin Kali gehört zu den beliebtesten Figuren. 20 Kilometer südlich von Kathmandu gibt es für sie in Dakshin Kali eine eigene Tempelanlage. Zweimal pro Woche, immer dienstags und samstags, bringen Pilger ihre ausschließlich männlichen Tiere zum Tempel. Dort werden den Hühnern und Ziegen fast im Sekundentakt die Köpfe abgeschnitten. Das Blut wird gegen ein Bild der Göttin Kali gespritzt und innerhalb kürzester Zeit stehen die Männer knöcheltief in einer Lache aus Blut. Der Kopf des Tieres bleibt als Opfergabe zurück. Der Rest des Körpers wird von den Pilgern wieder mitgenommen und als heilige Speise verzehrt. In den inneren Tempelbereich darf man als Tourist nicht. Aber man kann sich alles von einem Aussichtspunkt anschauen. Doch das blutige Gemetzel ist sicher nicht jedermanns Sache. Die ehemaligen Hauptstädte der 3 Königreiche, Bhaktapur, Patan und Kathmandu, wirken wie ein riesiges Freilichtmuseum auf uns. Jede Stadt hat ihren Durbar Square, was so viel bedeutet wie Platz des Königshofes. Hier stehen die typischen Tempel mit ihren mehrstöckigen Dächern und die alten Palastanlagen. Um den Durbar Square in Kathmandu herum besteht die Altstadt in ihrer heutigen Struktur bereits seit dem 16. Jahrhundert. Der Durbar Square selbst war ursprünglich einmal das Stadtzentrum. Der Platz vor dem alten Königspalast Hanum Doka ist ein Sammelsurium von jahrhundertealten Tempeln und Schreinen. Es sollen über 50 Stück auf engstem Raum sein. Zusammen mit den Plätzen in Bhaktapur und Patan steht er auf der Welterbeliste der UNESCO. Wenn wir durch die Straßen in Kathmandu gehen, sehen wir oft Gebetsmühlen. Sie sind eine Besonderheit des tibetischen Buddhismus. Seit der Besetzung Tibets durch China leben Zehntausende von Exil-Tibetern in Nepal. Besonders morgens und abends sehen wir sie, wenn viele von ihnen die Gebetsmühlen in Gang setzen. Die Mühlen gibt es in allen möglichen Größen. Wir sehen kleine Handmühlen genauso wie riesige Zylinder. Das Wichtigste ist das Innere der Mühle. Hier befinden sich Hunderte von Gebeten, die auf Papier geschrieben sind. Wenn die Mühlen gedreht werden, werden sozusagen die Gebete freigesetzt. Die Tibeter nehmen ihre buddhistische Lebensauffassung sehr ernst. Handlungen und Symbole bestimmen den Alltag. Man rezitiert Verse und verbeugt sich dabei vor Buddha-Statuen als Zeichen inniger Verehrung für den Gründer dieser Lebensphilosophie. Einer der heiligsten Orte für die Buddhisten im Kathmandu-Tal ist die Stupa von Swayambhu. Sie liegt am westlichen Stadtrand und ist fast schon so etwas wie das Wahrzeichen von Kathmandu. Über dem halbkugelförmigen Sockel sieht man den würfelförmigen Kopf der Stupa mit den allsehenden Augen Buddhas in alle 4 Himmelsrichtungen. Um die Stupa und den Hügel gibt es viele Geschichten und Legenden. Der Name Swayambhu kommt angeblich von einer Lotusblüte, die ein geheimnisvolles helles Licht ausstrahlte. Im Volksmund ist die Stupa auch als Affentempel bekannt. Ganze Horden leben auf dem Gelände. Die Affen sind ständig auf der Suche nach Futter und sie haben inzwischen gelernt, immer dort vorbeizuschauen, wo die Pilger ihre Opfergaben hinterlassen. Es könnte ja etwas Essbares darunter sein. Die Stupa ist mit unzähligen Gebetsfahnen geschmückt. Die aufgedruckten Formeln sollen Glück bringen, die Gesundheit erhalten und vor allem Bösen schützen.
Wir bleiben 2 Wochen in Kathmandu. Danach fahren wir weiter in das 200 Kilometer entfernte Pokhara. Von dort aus wollen wir zum Trekken gehen. Neben unserem Gepäck nehmen wir auch einen Teil der Filmausrüstung mit. So kommen wir bei unseren Rucksäcken auf fast 20 Kilo Gewicht. Wir haben uns zum Wandern den Jomson Muktinath Trail ausgesucht. Er gehört zu den klassischen Trekkingrouten im Annapurna-Gebiet. Morgens um 6 Uhr sind wir in Pokhara am Flugplatz. Von hier aus fliegen wir mit einem Kleinflugzeug nach Jomson. Diese Strecke kann nur vormittags geflogen werden, da gegen mittags heftige Winde und Turbulenzen einsetzen und das Landen in dem engen Tal dann unmöglich machen. Während des Fluges erleben wir einen herrlichen Sonnenaufgang, bei dem die Berge zum Teil rosa verfärbt sind. Der Flug geht praktisch zwischen den Bergmassiven Annapurna und Dhaulagiri hindurch mit tollen Ausblicken auf die Berge. Nach einer knappen halben Stunde Flugzeit landen wir in Jomson. Hier ist es etwas hektisch, denn beim Ein- und Ausladen muss alles schnell gehen. Aufgrund der schwierigen Flugbedingungen können täglich nur wenige Flüge unternommen werden. Nach unserer Ankunft lassen wir es erst einmal ruhig angehen. Schließlich sind wir von 800 Meter in Pokhara auf 2700 Meter in Jomson geflogen. Wir wollen uns erst einmal an die Höhe gewöhnen und uns akklimatisieren. Eine der Empfehlungen für das Trekken lautet, dass man beim Trinkwasser unbedingt aufpassen muss. Leider ist das Wasser aus dem Brunnen oft kontaminiert und man muss es deshalb filtern. Die andere Möglichkeit wäre, dass man sich an Wasserstationen gefiltertes Trinkwasser kauft. Für die Wanderung im Annapurna-Gebiet brauchen wir eine Genehmigung. Wir haben sie uns bereits in Pokhara besorgt. Sie berechtigt uns zum einmaligen Besuch des Gebietes. Diese Genehmigung müssen wir an verschiedenen Kontrollposten vorzeigen. Dort wird sie abgestempelt und wir tragen unsere Daten in ein dickes Buch ein. Nepal gilt als klassisches Trekkingland. Über 80% der Landfläche sind Bergland. Und so gibt es für jeden Besucher die passende Route. Vom einfachen Wanderweg bis hin zur extremen hochalpinen Klettertour. Von den 10 höchsten Bergen der Welt liegen allein 8 Stück in Nepal. Wandern und Bergsport sind mit die wichtigsten Einnahmequellen des Landes, seit sich Nepal 1949 für den Tourismus geöffnet hat. Wenn wir gedacht haben, unsere Rucksäcke sind schwer, so ist das doch gar nichts zu dem, was sich manche der Einheimischen aufladen. 50 Kilogramm und mehr sind hier keine Seltenheit. Der Jomson Muktinath Trek folgt einer alten Handelsroute ins Mustang-Gebiet. Waren und Lebensmittel müssen auch heute noch mit Muli-Karawanen zu den abgelegenen Dörfern transportiert werden. Wenn man auf eine Karawane trifft, haben die Tiere immer Vorrang. Am besten, man geht ihnen gleich ganz aus dem Weg. Die Mulis stapfen stur vor sich hin und steigen einem lieber auf die Füße, als von ihrem gewohnten Weg abzuweichen. Das Laufen im Flussbett des Kali Gandaki ist aufgrund der Steine schon recht mühsam. Dazu kommt noch der heftige Wind, dem wir auf diesem Stück voll ausgesetzt sind. Die Besonderheit des Windes besteht darin, dass er im Laufe des Tages die Richtung wechselt. Vormittags weht er aus Norden, kurz vor Mittag dreht er und bläst danach aus Süden, wobei er im Laufe des Tages immer stürmischer wird. Der Kali Gandaki ist einer der 4 großen Flüsse in Nepal. Er entspringt im Mustang an der Grenze zu Tibet. Entlang des Kali Gandaki verlief jahrhundertelang eine wichtige Handelsroute zwischen Tibet und Indien. Damals sind vor allem Salz und Reis transportiert worden.
Wir folgen dem Kali Gandaki nördlich bis Kagbeni. Hier ist für uns Schluss, weil wir keine Genehmigung haben, um weiter nach Mustang zu gehen. Unser Weg geht weiter in Richtung Westen über Charkot nach Muktinath. Manche Aufstiege sind sehr mühsam, doch dafür werden wir mit herrlichen Ausblicken auf schneebedeckte Berge und kleine Dörfer belohnt. Wenn wir durch die Dörfer kommen und den Menschen bei der Arbeit zuschauen, haben wir irgendwie das Gefühl, als ob die Zeit stehen geblieben ist. Nepal ist ein Agrarstaat, über 90% der Bevölkerung sind Selbstversorger. Gerade hier in den Bergen leben die Menschen noch von dem, was sie selbst produzieren, und gearbeitet wird dabei mit den einfachsten Methoden. Wer hier oben lebt, muss schon von Kindheit an daran gewöhnt sein. Sonst kommt er mit dem rauen Klima und den schwierigen Lebensbedingungen nicht zurecht. Für uns ist es wirklich interessant zu sehen, wie einfach die Menschen hier leben. Nur so wissen wir erst einmal wieder unseren Luxus und unsere Bequemlichkeit zu schätzen. Der Jomson-Muktinath-Trek ist ein sogenannter Teehaus-Trek. Das bedeutet, dass es unterwegs in den Orten immer wieder die Möglichkeit gibt, sich zu versorgen und eine Unterkunft zu nehmen. Wir sind im März unterwegs, also noch am Anfang der Trekkingsaison, und haben deshalb nie ein Problem damit, am Ende des Tages ein Zimmer zu bekommen. Die kleinen Hotels sind meist sehr einfach ausgestattet. Auf eine Heizung zum Beispiel müssen wir immer verzichten. Auch warmes Wasser gibt es nur ganz selten. Auf unserer Wanderung sind wir insgesamt 9 Tage unterwegs. Und obwohl es manchmal sehr anstrengend ist, genießen wir jeden Tag der Trekkingtour. Diese Wanderung ist nicht nur einer der Höhepunkte unserer Reise. Sie ist sozusagen auch deren Ende. Für die Rückreise nach Deutschland müssen wir noch einmal nach Indien fahren. Dann geht es über Pakistan, Iran und die Türkei auf fast gleichem Weg wieder zurück. Bei dieser Fahrt gehen unsere Gedanken zwar immer wieder zurück zu den bisherigen Erlebnissen der letzten Monate. Gleichzeitig freuen wir uns aber schon darauf, was uns auf dem nächsten Abschnitt unserer Weltreise alles erwarten wird.